Zuerst hörst du eine Geschichte. Danach lernst du neue Vokabeln kennen. In der Beschreibung findest du eine Liste mit den wichtigsten Vokabeln. Es ist ein Sonntagmorgen und meine Eltern sind nicht zu Hause. Sie besuchen meine Großeltern und kommen erst am Abend zurück. Normalerweise kocht meine Mutter immer für die ganze Familie. Aber heute bin ich allein und muss selbst etwas kochen. Ich habe noch nie wirklich allein gekocht. Ich stehe in der Küche und überlege, was ich kochen soll. Etwas Einfaches wäre gut für den Anfang. Ich entscheide mich für Spaghetti mit Tomatensauce. Das kann nicht so schwer sein und schmeckt mir sehr gut. Zuerst suche ich alle Zutaten zusammen. Ich finde die Spaghetti im Schrank und nehme Tomaten aus dem Kühlschrank. Außerdem brauche ich Zwiebeln, Knoblauch und verschiedene Gewürze. Alles lege ich auf der Arbeitsplatte bereit. Jetzt brauche ich ein gutes Rezept. Ich schaue auf meinem Handy nach und finde eine einfache Anleitung für Tomatensauce. Es sieht nicht zu kompliziert aus und ich fange an. Zuerst nehme ich einen großen Topf für die Nudeln und fülle ihn mit Wasser. Das Wasser stelle ich auf den Herd und schalte die Platte ein. Dann nehme ich eine Pfanne für die Soße. Ich schneide die Zwiebel in kleine Stücke. Dabei tränen meine Augen und ich muss öfter blinzeln. Das Schneiden des Knoblauchs ist einfacher und riecht intensiv. Ein bisschen Öl kommt in die Pfanne und ich warte, bis es heiß ist. Dann gebe ich die Zwiebeln und den Knoblauch hinein. Es zischt laut und der Geruch verbreitet sich in der Küche. Nach einigen Minuten werden die Zwiebeln glasig und ich schneide die Tomaten in kleine Stücke. Die gebe ich auch in die Pfanne und rühre alles gut um. Ich gebe die Spaghetti ins Wasser und stelle einen Timer auf meinem Handy. Jetzt muss die Soße noch einige Minuten köcheln und ich rühre immer wieder um, damit nichts anbrennt. Der Timer klingelt und ich prüfe, ob die Nudeln fertig sind. Ich gieße das Wasser durch ein Sieb ab und die heißen Dämpfe steigen mir ins Gesicht. Endlich ist alles fertig und ich richte mein Essen auf einem Teller an. Die Spaghetti kommen zuerst, dann die Soße darüber. Das Rezept. Ich brauche ein gutes Rezept für Kuchen. Hast du ein Rezept für Nudelsalat? Das Rezept. Die Zutat. Alle Zutaten für den Kuchen stehen bereit. Ich habe nicht alle Zutaten für das Rezept. Die Zutat. Der Herd. Der Herd ist noch heiß. Ich koche Suppe auf dem Herd. Der Herd. Die Pfanne. Die Pfanne ist schwer und groß. Ich brate das Fleisch in der Pfanne. Die Pfanne. Das Sieb. Ich gieße die Nudeln durch das Sieb ab. Das Sieb steht im Schrank. Das Sieb. Der Dampf. Der heiße Dampf steigt aus dem Topf. Ich verbrenne mich am Dampf. Der Dampf. Der Geschmack. Der Geschmack der Tomaten ist intensiv. Ich liebe den süßen Geschmack von Erdbeeren. Der Geschmack. Es ist ein Sonntagmorgen und meine Eltern sind nicht zu Hause.
Sie besuchen meine Großeltern und kommen erst am Abend zurück. Normalerweise kocht meine Mutter immer für die ganze Familie. Es ist ein Sonntagmorgen und meine Eltern sind nicht zu Hause. Sie besuchen meine Großeltern und kommen erst am Abend zurück. Normalerweise kocht meine Mutter immer für die ganze Familie. Aber heute bin ich allein und muss selbst etwas kochen. Ich habe noch nie wirklich allein gekocht. Ich stehe in der Küche und überlege, was ich kochen soll. Etwas Einfaches wäre gut für den Anfang. Aber heute bin ich allein und muss selbst etwas kochen. Ich habe noch nie wirklich allein gekocht. Ich stehe in der Küche und überlege, was ich kochen soll. Etwas Einfaches wäre gut für den Anfang. Ich entscheide mich für Spaghetti mit Tomatensauce. Das kann nicht so schwer sein und schmeckt mir sehr gut. Zuerst suche ich alle Zutaten zusammen. Ich finde die Spaghetti im Schrank und nehme Tomaten aus dem Kühlschrank. Ich entscheide mich für Spaghetti mit Tomatensauce. Das kann nicht so schwer sein und schmeckt mir sehr gut. Zuerst suche ich alle Zutaten zusammen. Ich finde die Spaghetti im Schrank und nehme Tomaten aus dem Kühlschrank. Außerdem brauche ich Zwiebeln, Knoblauch und verschiedene Gewürze. Alles lege ich auf der Arbeitsplatte bereit. Jetzt brauche ich ein gutes Rezept. Ich schaue auf meinem Handy nach und finde eine einfache Anleitung für Tomatensauce. Außerdem brauche ich Zwiebeln, Knoblauch und verschiedene Gewürze. Alles lege ich auf der Arbeitsplatte bereit. Jetzt brauche ich ein gutes Rezept. Ich schaue auf meinem Handy nach und finde eine einfache Anleitung für Tomatensauce. Es sieht nicht zu kompliziert aus und ich fange an. Zuerst nehme ich einen großen Topf für die Nudeln und fülle ihn mit Wasser. Das Wasser stelle ich auf den Herd und schalte die Platte ein. Es sieht nicht zu kompliziert aus und ich fange an. Zuerst nehme ich einen großen Topf für die Nudeln und fülle ihn mit Wasser. Das Wasser stelle ich auf den Herd und schalte die Platte ein. Dann nehme ich eine Pfanne für die Soße. Ich schneide die Zwiebel in kleine Stücke. Dabei tränen meine Augen und ich muss öfter blinzeln. Das Schneiden des Knoblauchs ist einfacher und riecht intensiv. Dann nehme ich eine Pfanne für die Soße. Ich schneide die Zwiebel in kleine Stücke. Dabei tränen meine Augen und ich muss öfter blinzeln. Das Schneiden des Knoblauchs ist einfacher und riecht intensiv. Ein bisschen Öl kommt in die Pfanne und ich warte, bis es heiß ist. Dann gebe ich die Zwiebeln und den Knoblauch hinein. Es zischt laut und der Geruch verbreitet sich in der Küche. Ein bisschen Öl kommt in die Pfanne und ich warte, bis es heiß ist. Dann gebe ich die Zwiebeln und den Knoblauch hinein. Es zischt laut und der Geruch verbreitet sich in der Küche. Nach einigen Minuten werden die Zwiebeln glasig und ich schneide die Tomaten in kleine Stücke. Die gebe ich auch in die Pfanne und rühre alles gut um. Nach einigen Minuten werden die Zwiebeln glasig und ich schneide die Tomaten in kleine Stücke. Die gebe ich auch in die Pfanne und rühre alles gut um. Ich gebe die Spaghetti ins Wasser und stelle einen Timer auf meinem Handy.
Jetzt muss die Soße noch einige Minuten köcheln und ich rühre immer wieder, damit nichts anbrennt. Der Timer klingelt und ich prüfe, ob die Nudeln fertig sind. Ich gebe die Spaghetti ins Wasser und stelle einen Timer auf meinem Handy. Jetzt muss die Soße noch einige Minuten köcheln und ich rühre immer wieder, damit nichts anbrennt. Der Timer klingelt und ich prüfe, ob die Nudeln fertig sind. Ich gieße das Wasser durch ein Sieb ab und die heißen Dämpfe steigen mir ins Gesicht. Endlich ist alles fertig und ich richte mein Essen auf einem Teller an. Die Spaghetti kommen zuerst, dann die Soße darüber. Ich gieße das Wasser durch ein Sieb ab und die heißen Dämpfe steigen mir ins Gesicht. Endlich ist alles fertig und ich richte mein Essen auf einem Teller an. Die Spaghetti kommen zuerst, dann die Soße darüber. Hat dir das Video gefallen und konnte ich dir helfen? Schreibe es in die Kommentare und lasse eine Bewertung da. Auf Wiedersehen.